Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem Bosch oder Siemens Trockner die Trommel ausbauen könnt. Manchmal sind diese Trommeln gerissen und müssen dann ausgetauscht werden. Um die Seitenwand abbauen zu können, müssen wir zuerst die Arbeitsplatte abbauen. Die Arbeitsplatte ist hinten, links und rechts mit zwei Torx 20 Schrauben gesichert. Diese beiden Schrauben schraubt ihr komplett heraus und könnt dann die Arbeitsplatte nach hinten entnehmen. Sind beide Schrauben herausgeschraubt, müsst ihr die Arbeitsplatte nur noch zu euch ziehen und könnt sie nach oben weghebeln und komplett entnehmen. Als nächstes lösen wir noch sämtliche Schrauben hier an der Seite. Dabei müsstet ihr darauf achten, dass im oberen Bereich Torx 20 Schrauben verbaut sind und im unteren Bereich befinden sich Torx 15 Schrauben. Das sind diese etwas kleineren. Legt euch diese Schrauben bitte auch extra zur Seite, damit ihr später nicht durcheinander kommt. Habt ihr auch diese Schrauben an der Rückwand komplett gelöst, schaut ihr auf die Seite des Gerätes, kippt euch das Gerät dazu etwas zur Seite an. Und ihr seht, dass sich auch von hier unten noch eine Torx 20 Schraube versteckt hält. Auch diese Schraube müsst ihr komplett entfernen. Wenn ihr auch diese Schraube komplett entfernt habt, schaut ihr bitte wieder von der Oberseite auf das Gerät und ihr seht hier hinten und hier im vorderen Bereich ebenfalls noch eine Torx 20 Schraube. Auch diese schraubt ihr bitte komplett heraus. Im nächsten Arbeitsgang müssen wir dann von vorn den Kondensatbehälter entfernen und auch hier die drei umliegenden Schrauben lösen. Diese drei Schrauben habe ich schon mal entfernt. Das sind hier auf der rechten Seite zwei Stück und hier auf der linken Seite noch eine. Wenn ihr diese Schrauben komplett entfernt habt, könnt ihr dann die Blende nach vorn entnehmen. Nachdem ihr die Blende komplett entfernt habt, seht ihr hier an der Seite noch eine Torx 20 Schraube. Auch die schraubt ihr bitte komplett heraus. Und wenn ihr diese Schraube herausgeschraubt habt, könnt ihr die Seitenwand nach hinten wegziehen und abnehmen. Wenn ihr dann beide Seitenwände abgebaut habt, solltet ihr als nächstes noch den Riemen entspannen. Um den Riemen zu entspannen, schiebt ihr den Motor in Richtung des Gerätes. Und dann könnt ihr den Riemen von der Spannrolle herunternehmen und der Riemen ist locker. Als nächstes bauen wir dann die Rückwand ab. Um die Rückwand abzubauen, entfernen wir zunächst an dieser Abdeckung alle Schrauben. Achtet bitte darauf, hier oben sind Torx 20 Schrauben und im unteren Bereich sind Torx 15 Schrauben verbaut. Wenn wir diese Schrauben gelöst haben, können wir die Rückwand wegnehmen. Die ist hier mit einer Dichtung versehen, die klebt hier manchmal noch etwas dran. Haben wir diese Schrauben entfernt, entfernen wir als nächstes das Heizregister und den Luftkanal. Auch hier legt euch wieder die Schrauben passend zur Seite. Das Heizregister ist mit zwei Schrauben hier unten versehen und kann dann abgenommen werden. Wenn auch das Heizregister entfernt ist, entfernen wir als nächstes noch das Lagerschild, hier zuerst diesen Schutz und dann das eigentliche Lager. Das Lager selbst ist dann nur aufgesteckt und kann nach hinten abgezogen werden. Als nächstes entfernen wir dann noch an der Elektronik die Verkabelung für das Heizregister, damit das Heizregister entnommen werden kann. Wenn ihr von oben auf die Elektronik schaut, könnt ihr zuerst am Kabel wackeln, dann seht ihr, welche Kabel das sind. Das sind einmal hier dieser Stecker für die Stromversorgung des Heizregisters. Dieser Stecker hat eine kleine Rastnase, die drückt ihr, danach könnt ihr diesen Stecker entfernen. Und an der Seite der Elektronik ist noch dieses schwarze Kabel, das ist der Temperaturfühler. Auch diesen Stecker löst ihr, rastet ihn aus den Rastnasen heraus und dann könnt ihr nach hinten das Kabel vom Heizregister komplett mit dem Heizregister entfernen. Wenn ihr auch das Heizregister entfernt habt, entfernt ihr noch hier oben diese Verschraubung und diese beiden Anschlüsse.
Diese beiden Anschlüsse besitzen kleine Haken, die müsst ihr mit den Fingern etwas nach oben drücken. Ich hoffe, man sieht das hier ein wenig. In diesem Steckkontakt ist hier an der Unterseite hier ein kleiner Haken, den ich hier mit dem Daumen drücke. Auch den zweiten Schutzleiter entfernt ihr bitte vom Gehäuse und danach nehmt ihr noch diese Kabeldurchführung. Die müsst ihr nur nach oben schieben und etwas in das Gerät drücken. Haben wir auch das entfernt, entfernen wir hier noch die restlichen Schrauben an der Rückwand. Und als nächstes rasten wir hier die Kabeldurchführung aus. Die müsst ihr einfach nur etwas nach innen drücken und könnt sie dann nach oben schieben. Und dann rasten sie aus. Auf dieser Seite haben wir die Halterung für die Schläuche. Diese Halterung, dazu entfernt ihr an der Innenseite zuerst die Schläuche, die sind nur eingerastet. Und die Halterung selbst kann am Gerät verbleiben. Haben wir das alles entfernt, könnt ihr die Rückwand nach hinten abziehen. Hier seht ihr schon den kompletten Blick auf die Trommel und jetzt kann man die Trommel etwas nach oben anheben und nach hinten aus dem Gerät heben. Ihr müsst da natürlich darauf achten, dass ihr den Riemen mit nach vorn schiebt, da der sonst die Trommel festhält. Aber wenn der Riemen herunter ist, könnt ihr hier die Trommel komplett entnehmen.